zu dem Bauvorhaben des Autos. Grundsätzlich geht es los, was ich ganz spannend fand, damals schon und heute immer noch. Es werden zwei Autos verbaut. Es besteht aus einer zweitürigen Limousine und einem Quattro Coupé. Was nicht wirklich zusammenpasst, wie so ein Puzzle, das nicht passt. Wir machen das aber passend. Ist aber nicht auf unser Mist gewachsen. Da müssen wir Audi danken. Ich habe da damals echt einen sehr interessanten Einfall gehabt, einfach mal ein Urquattro zu kürzen um 32 cm nach bestimmten Schnittmustern. Das war super und ist für uns immer wieder spannend, weil es entsteht ein Auto. Ja, es entsteht ein komplett was Neues aus zwei anderen Autos, was es so in der Form eigentlich nicht gibt. Ein bisschen tricky, weil man muss die C-Säule noch verändern. Die A- und B-Säule ist aus der Limousine. Warum? Das Coupé hat eine sehr steile Front, fürs Rallye-Fahren minder geeignet, ja? Weil das geht relativ weit nach vorne, die Sonne blendet immer. Walter hat früher gesagt, das geht nicht, da blendet mich die Sonne, muss eine steile A-Säule rein. Hat Audi dann auch gemacht. Wir verbauen jetzt aber nicht mehr wie in den 80er Jahren Kevlar, sondern wir machen Kevlar Carbon. Das ist eine ganz interessante Geschichte, also die Zusammensetzung aus Steifigkeit und Zähigkeit. Was aber auch geht, wie jetzt beim Roten, der ist komplett aus Vollcarbon gebaut. Kommt ein bisschen aus meiner Historie, also so ein bisschen Faserverbund, okay. Aber Carbon war immer schon der Werkstoff, der mich fasziniert hat. Deswegen ist der Rote also komplett aus Carbon. Das einzige Teil, das am Body außen nicht aus Carbon ist, ist eigentlich die Tür. Mittlerweile bauen wir die auch aus Carbon, geht und ist fast ein 1:1 Ersatz zu dem, was Audi da an Blech liefert, weil es gibt leider keine oder wenig Türen mehr. So ging es los und das Auto mit dem Gewicht wird verklebt, also die Bodykit, der wird verklebt mit einem Silikatkleber, eigentlich genau identisch wie es 1985 gemacht wurde. Und dann ging es los, ja, welche Felgen, welche Bremsen. Ich wollte immer alles ein bisschen einen Ticken besser machen als 1985, weil wer will schon ein Auto von 1985? Das Fahrwerk ist nicht unbedingt toll, die Felgen mit 15 Zoll reißt jetzt auch keinem mehr hinterm Ofen vor. Die Sitze, das war ein bisschen oldschool. Ich wollte alles einen Ticken besser machen. Habe ich probiert, ob es besser geworden ist, müsst jetzt ihr beurteilen. Felgen sind BBS Rennsport, das war eigentlich Pflicht, aber eigentlich nur so groß geworden, weil ich unbedingt die hängende Bremse vom Porsche GT3 996 einbauen wollte, die so nach unten hängt. Das fand ich ganz spannend. Deswegen mussten da 18 Zoll drauf. BBS Rennsport hat sich da sehr gut angeboten, weil was baust mit einer Breite von 10 Zoll, ja, das gibt es nicht irgendwo. Das ist im normalen Markt, der irgendwie 6,5 mal 17 und mit Hauptsache tief, dann kommst du mit einer 10 mal 18 ET-7. Das sind also keine normalen Dimensionen. Fahrwerk ganz klar, ist von KW, das auch mittlerweile unser Partner ist, unser sehr geschätzter Partner geworden ist, die uns da viel helfen, weil wir bauen zwar auf S2 Basis auf, aber S2 wiegt halt 1600 Kilo und so ein Sport Quattro wiegt halt 1100 Kilo und da passt natürlich die Federrate nicht, die Feder ist ein bisschen zu steif, das Ding fängt hinten zu bockeln an. Da haben sie uns wirklich weitergeholfen in der Dämpfer- und Federnkombination, da muss man uns wirklich mal bedanken, weil das war nicht wirklich... Hätte ich nicht erwartet, dass sie uns so helfen. Kombination, interessanten Motor, 5-Zylinder hängt da vorne drin. Ja, 5-Zylinder dürfte eigentlich gar nicht laufen, wissen wir ja, haben wir gelernt. Aber ganz spannender Motor, normal auf 2,2 Liter aufgebaut. Wir haben das Ganze auf einem Dieselmotor aufgebaut. Das ist jetzt für die 5-Zylinder-Community nichts Neues, 2,5 Liter aus dem Diesel, ein bisschen umgeschweißt, ein bisschen umgebohrt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, gab es von der Nocken, von der Kurbelwelle, die kam da aus Südafrika-Bus, falls wen interessiert. Ist die Kurbelwelle raus, das war eigentlich so, das haben wir mal angefangen, dann mit vielen anderen Leuten gesprochen, was könnte da funktionieren und das kommt eigentlich aus der früheren Golfszene, weil jetzt gab es beim 16V eigentlich die gleichen Hubbohrungsverhältnisse und da haben wir den 2,5 Liter mit der 92,8er Kurbelwelle gebaut. Läuft meiner Meinung nach optimal. Audi hat das übernommen im neuen 5-Zylinder, also kann es nicht so schlecht sein. Am Kopf, gut, das Übliche, wir haben ein bisschen Kanäle poliert und dann ging es los. Du hast so viel Sprit da drin, wie kannst du es schaffen? Früher hat man es ja poliert,
Vergaser und am besten noch alles ganz, so dass alles glänzend war. Heutzutage sagt man, okay, man braucht ein bisschen Verwirbelung, weil die Menge an Sprit, die da durchfließt, doch zu viel ist und die Verbrennung im Brennraum eigentlich nicht mehr optimal ist, wenn so viel Sprit auf einmal reinkommt. Also man braucht so ein bisschen einen Tumble, der in den Brennraum geht und ein bisschen Verwirbelung, um mehr Luft in das Gemisch reinzubringen. Das fand ich ganz spannend. Also, und dann haben wir angefangen, damals NG hat das angeboten, habe das dann probiert mit so einem Golfballmuster im Kopf. Ja, und dann die ganze Spaßthematik mit Inconel-Ventilen, Titanfederteller. Also das, was man früher aus dem Sauger-Tuning kennt, bis hin zu einem Krümmer, der von der Firma TTE kommt. Die haben uns da weitergeholfen. Ich muss dazu sagen, das ist von einem Freund von mir fast wie eine Diplomarbeit abgelaufen. Also sehr interessante Geschichte. Da gibt es so ein Pamphlet an Berechnungen für den Krümmer, also nicht bloß irgendwas zusammengeschweißt. Genauso für den Turbolader. Den hat uns also TTE hingelegt und gesagt, hier, da hätten wir was für dich, bau mal. Der erste 1200 PS KKK-Lader, den sie eben ausgeliefert haben oder beziehungsweise zur Probe gestellt haben. Und das Ding liefert wirklich ab. Gibt es jetzt in neuerer Form in manche andere Autos, da werden sich bestimmt Leute angesprochen fühlen. Nämlich in einem Lambo kommt da 2 rein. Und das ist eigentlich genau der Lader, das war die erste Entwicklungsstufe. Und der Lader läuft wirklich phänomenal mit einer Polygonwelle. Das ist das, was immer so zwitschern hört. Das ist die Polygonwelle, ist zwar nicht ganz billig, aber es gehört eigentlich zu dem Auto, weil das war damals in der Rallye auch schon so, um ohne Pop-Off-Ventil zu fahren. 89er Auspuffanlage ist eigentlich obligatorisch. Ansaugrohre haben wir einige probiert, von Hacke, von 1 Kammer, 2 Kammer, Spaltsaugrohre. Eine besser, eine bietet sich für höhere Leistung an, eins für geringere Leistung, eins passt besser in ein Original-Setup. Da haben wir alle Möglichkeiten. Bei dem Auto ist ein Hackesaugrohr verbaut, mit einem 2-Kammer-Spaltsaugrohr drin, mit einem langen Ansaugweg für viel Drehmoment im unteren Bereich. Funktioniert ganz ordentlich und das Auto fährt halt ja, mit 700 PS geht. Also mit 700 PS macht auch Spaß. Oh, jetzt wird schwierig bedanken. Es gibt sehr viele Leute, die bei dem Auto mitgewirkt haben. Bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt einen oder anderen vergesse. Das ist einfach die Menge an Leuten. Also die Firma TTE hat uns sehr geholfen, bei meinem Lackierer in Neuenburg vom Wald, bei den Jungs von NG Motorsport, bei PK Motorsport. Wir haben da wirklich viele Partner, beim Wolfgang Koller von Audiland, beim Thomas Müller für die Felgen, für meinen Fräser, für alle, die mitgeholfen haben. Ich danke euch Jungs, sonst wäre das Projekt mit Sicherheit nicht zustande gekommen. Und für sowas können immer ganz, ganz viel. Wer sich das alleine an die Fahne schreibt, der ist total daneben, das gibt es nicht. Also danke an alle und mittlerweile eben danke an die Firma LCE, die uns das möglich macht, diese schönen Autos auf die Straße zu bringen. Und ich würde mich freuen, wenn da noch ein paar mehr auf den Trichter kommen, weil das ist wirklich was man einfach mal erlebt haben muss. Danke. Also, hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart. Ich finde es total geil. Also die Jungs von Sauerkraut, Sie können es leider nicht sehen, und Mädels, sind wirklich eine coole, wir in Bayern würden sagen, eine coole Brezen. Es hat mich sehr gefreut, dass wir mit euch was machen durften. Wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen von den Jungs und Mädels, abonniert den Kanal, schaut rein. Ihr dürft auch gerne bei uns auf dem Kanal von LCE gucken, aber es auf alle Fälle hat einen riesigen Spaß gemacht und ihr werdet sehen, es kommt bestimmt noch einiges mehr dazu.